Hallo zusammen, grüßt euch. Das ist ein Update zum Thema Flywheel und ob in Masse mehr Energie liegt, als die, der Energiehaltungssatz uns vermitteln möchte. Denn wenn wir in die Natur schauen, so sind alle größeren und also alle kleinen und großen Systeme immer Rotationssysteme, ob jetzt im Mikrokosmos oder im Makrokosmos. Und der Drehimpuls muss irgendwo herkommen. Und meine Vermutung ist, das muss aus der Rotation der Materie selbst kommen. Und so haben wir einfach einen Aufbau hier jetzt mit einer Kassette, die befüllt werden kann oder später befüllt wird mit Eisenpulver, wo im Außenbereich eine Schiene montiert ist, auf deren Innenseite ein Magnetband angebracht ist. So wird das Eisenpulver durch die Rotation nach außen geschoben und ist quasi dann als Hebelring am äußeren Rand und kann eben dann über verschiedene Zahnscheiben, also Riemenscheiben, übertragen werden hier auf die Lichtmaschine. Und wir können also hier mit diesem 12 Volt Motor, also das ist sozusagen Eingang, die Energie pro Zeit ermitteln, also indem wir erstmal die Leistung messen und dann eben auch parallel die Zeit, wie viel Energie in das System gesteckt wird, dann wie viel Masse sozusagen hier bei dem Körper dann vorhanden ist und wie viel Leistung bzw. Energie dann auf dieser Seite rauskommt. Und Ziel ist in gewisser Weise, das so zu monitoren, dass wir genau sehen können, wie ist der Input im Vergleich zum Output. Zunächst erstmal mit der Leistung und dann eben in Bezug auf Energie, Input und Output. Ja, das jetzt erstmal grob zum Setting, zur Fragestellung, liegt in Masse zusätzliches Energiepotenzial, das man nutzen kann. Wie ist die Lagerung gemacht? Also wir haben hier einen 1 cm Gewindestab benutzt, der im unteren Bereich spitz gefräst wurde, so dass er unten auf einer Platte, die ist eingefräst hier in diese Schichtholzplatte, auf einer Stahlplatte quasi steht und die Halterungen für diesen Gewindestab sind jeweils einfach 2 Kugellager. Das heißt, das System steht eigentlich nur auf einer Spitze und wird nur gehalten von von den Kugellagern. Das sieht man jetzt dann hier. Na, genau. Das heißt, es ist keine Befestigung in den Kugellagern. Ich kann, wenn ich also hier oben den Bügel löse, mit den Sechskantschrauben kann ich komplett diese Kreiselkassette abnehmen. Zusätzlich habe ich mir noch überlegt, hier eine Schraube anzuschweißen auf diesen Teller und darüber mehr oder weniger etwas zu haben, wo ich das System anwerfen kann, falls eben sozusagen in der Induktion dann Ströme entstehen, die das System selbsterhaltend am Laufen halten, am Drehen halten. Jetzt muss ich mal hier gucken, dass ich die Schraube genau erwische. Ja, und das Charmante hier dabei ist, dass wenn ich also hier zunächst drehe, dann seht ihr hier bei dem 12 Volt Motor, der dreht hier über diesen Riemen. Das ist ein 1 cm Riemen vom 3D-Druckerbereich. Man muss natürlich hier darauf achten, dass die Parallelität halt für den Riemenlauf gegeben ist. Dazu sind diese Muttern hier an der Seite einfach auch da.
und diese Schienen, dass man eben verschiedene Riemendurchmesser dann ausprobieren kann. Die habe ich mir hier schon mal besorgt. Und ihr seht fleißig die Induktion über den Motor. Wir haben jetzt noch nicht die Batterie angeschlossen, das kommt gleich. Und haben uns ein Messgerät geholt, um die Rotation pro Minute, die RPM, zu messen. Ja, und das Charmante bei diesem Ansatz hier, also hier bei dem Teller, den ich hier oben gebaut habe, ist, wenn ich einfach festhalte, dreht sich die Scheibe oben ab, schwupp, und das System läuft sozusagen. Ja, also ist die Frage, ob die Lichtmaschine so viel produziert, dass eben hier ein Selbstlauf dieser Scheibe halt entsteht. Okay, soweit für den Vorlauf. Jetzt würde ich einfach mal das System anwerfen. Das ruckelt ganz schön, das weiß ich. Ich habe es vorhin schon mal probiert, aber es erzeugt dann auch eine Stabilität. So, los geht's. Ich habe das auf Füßchen gelagert, dass also die Vibration auf alle Fälle sein darf, was ich wichtig finde, weil ich bin jetzt hier noch nicht im Maschinenbau und ja, das System läuft super, läuft gut an. So, und jetzt werden wir einfach mal das Messgerät mal auspacken und mal gucken, wie viel also hier das Messgerät uns anzeigt. Also sehr widersprüchlich, muss ich sagen. Ich habe im Außen jetzt auch noch mal was angebracht. Also da wechselt hier das ziemlich stark. Das ist nicht eindeutig. Ich denke, da müsste ich versuchen, auf eine mechanische Messung halt zu gehen. Ihr seht, ein 12-Volt-System ist sozusagen hier angesetzt. Die Sachen laufen ziemlich stabil. Und ja, so können wir jetzt einfach den Versuchsansatz starten. Und jetzt habe ich es mal ausgeschaltet. Das dreht ziemlich lange nach. Der Kleinmotor hier, 6 Volt, induziert er jetzt gerade, Entspannung. Und es geht eben langsam runter. Ja, soweit zum Thema Flywheel und Energie in Rotationsmasse. Macht's gut, tschüss.